Hallo Leute, neues von Nola. Tag 5 ist angebrochen unserer Brasilienreise. Wir sind momentan außerhalb von Curitiba unterwegs und machen unsere erste Bergtour bzw. Wanderung zu dem Morro de Cão. Das ist ein Berg, der ist etwas über 1100 Meter hoch. Da wir aber hier die Verhältnisse überhaupt nicht kennen in Brasilien, beziehungsweise die Bewertung von solchen Touren, sind wir mal sehr, sehr neugierig und gespannt. Ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf auf die Wege hier, wie die zu laufen sind und vom Schwierigkeitsgrad her, wie die Bewertung ist. Vom Wetter her haben wir bestes Wetter, so um die 22 Grad, blauer Himmel. Etwas windig, aber das erfrischt ja, hoffentlich. Ja, mal schauen, was auf uns zukommt. Da scheint es zwei Routen zu geben, zum Gipfel hoch. Mal schauen, was ist. Morro do Cão, Trilha 1,3 Kilometer und ca. 30 Minuten und Schwierigkeitsgrad 1, blau. Ja, mal gucken, wie das im Verhältnis zu uns ist, in Deutschland, diese blaue Route. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen längeren Weg. 2 Kilometer, 1 Stunde, Difficile, Schwierigkeitsgrad 3. Jo, ich glaube, wir möchten erstmal den schmaleren Weg gehen. Ja, mal schauen, wenn es die Zeit zulässt, gehe ich vielleicht beide Routen mal hoch, um ein bisschen vergleichen zu können. Oder die andere Variante, wir gehen dann den schwereren Weg runter. Mal schauen. Ja, der Wald ist schon mal um einiges dichter gefühlt hier. Ja, und da geht es auch gleich gefühlt alpin nach oben. Hat was, oder? So zwischen den Bäumen durch. Das ist doch schon mal was anderes hier von diesem Weg. Ich glaube, das würde einigen Wanderkollegen in Deutschland gefallen. Warm? Ja. Oh, da kommt jetzt ein bisschen frische Luft durch die Bäume. Sehr angenehm.
Oh. Na, ist nicht zu verachten, diese Wege hier. So, wir gehen erstmal links weiter. Den einfachen Weg. Das sind auch solche Seilen. Aber das ist schon vernünftig, weil wir haben Glück heute, der Boden ist recht trocken. Also man rutscht nicht so. Wenn der aber feucht ist, machen so Seile schon Sinn, um sich da etwas hochzuziehen. Also die Neigung von dem Zufahrtsweg für den Traktor, die ist auch schon recht steil. Also jetzt sind wir erstmal positiv überrascht, dass der Weg schon fordernd ist. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal der einfache Weg. Oh, der Sessel muss jetzt abgebaut werden. Jo, sehr gut. Und im Schatten. Ist eine wunderschöne Pflanze hier. Hier ist auch ein Warnschild, dass man nicht auf dieser linken Seite hier hochzulaufen soll, weil der Traktorfahrer da eigentlich großartig keine Einsicht hat. Und dann kann halt relativ schnell was passieren. Meine Herren, das geht ganz, ganz schön steil hier hoch, über diesen Pfad. Also ich lasse mich mal zu einem Zwischenfazit verleiten. Wow, überraschend. Also die Strecke hat es echt in sich. 200 Höhenmeter oder etwas über 200 Höhenmeter, knapp 1 Kilometer. Da merkt man schon die Steigung. Hier kreuzen die anderen Wanderwege. Wir haben jetzt entschieden, dass ich den steileren Weg nach oben gehe. Anna und Nivea laufen den Fahrweg weiter. Nivea wird den Fahrweg filmen. Und dann haben wir so ein bisschen den Vergleich, wie es nach oben weitergeht. So, was jetzt? Rechts oder links? Jo, ich gehe mal auf die rechte Seite. Oh, meine Beine. Aber gut, dass ich jetzt noch ein Stück nach unten gelaufen bin. Jo, weil im Hintergrund sehe ich gerade was. Das ist ein Stück, wo man hochkraxeln kann. Genau das Richtige für mich nachher. So, los geht's. Gipfelstürmer unterwegs. Schlange. Kann nicht beurteilen, ob die giftig ist.
Brasilien sind ja alle giftig. Alle giftig, dann laufe ich mal weiter. So, ich glaube mal, hier stehe ich auf dem höchsten Punkt. Jo, wir haben unseren ersten Gipfel in Brasilien geschafft. 1150 Meter Höhe. Juhu! So, jetzt gehen wir mal runter und gucken uns mal den Rückweg an, den schwierigeren Teil. Beziehungsweise ich werde mal da ein Stück runterlaufen und dann werden wir entscheiden, welchen Weg wir nach unten gehen. So, wir gehen jetzt mal das steilere Stück runter und den schwierigeren Weg. Jo, ist nicht zu verachten hier. Und auch der Weg hier runter zu ist langsam, weil der ist steil und ja, relativ mit kleinem Geröll. Also kann man sehr gut rutschen hier. Ja, das Filmen wird jetzt hier ein bisschen schwierig, weil ich brauche da meine beiden Hände dazu. So, da geht es jetzt nach unten. Da ist auch das Seil, wo man sich lang festhalten kann. Also Klettersteig kann man dazu nicht sagen, aber das ist definitiv kein einfacher Weg, egal ob nach oben oder nach unten. Manchmal bin ich schon am Überlegen, ob man nicht alles ein bisschen Ballerballer sind. Jo, hat es in sich, die Strecke hier nach unten. Weil es ist sehr, sehr steil und ja, wie so ein Geröllfeld. Zum Glück ist hier ja, so ein Seil, mit dem man sich etwas entlanghangeln kann. So, jetzt mache ich mich mal an den Abstieg und guck mal, wie ich runterkomme. Es geht eigentlich mit einer Hand. Eigentlich. Entschuldigt bitte das Gewackel von der Kamera. Jetzt muss ich doch mal beide Hände nehmen ans Seil. Wenn man bedenkt, dass das Seil da oben nur um einen Baum rum gemacht ist. So, jetzt kommt das steile Stück hier. Wo das da Knoten sind im Seil, dann kann man sich gut festhalten hier. Aber so, Seil ist zu Ende. So. Unten da ist unheimlich viel Geröll.
Da bin ich jetzt selbst mal auf die Aufnahmen gespannt, die ich eben gemacht habe. Also solange sie noch lacht, meine Frau, ja, noch alles okay. Anna, das ist doch das, was du brauchst. Adrenalinsportart, oder? Ja, das gefällt mir. Das macht Spaß. Das wusste ich doch, genau. Ja, das macht Spaß. So, das nächste Stück. Wobei, ne, ich glaube, das Seil brauche ich da nicht. Auch nur die Hand hier. Opa, kurz mal. Es macht schon Sinn, hier so ein Sicherungsseil hier hoch, wie gesagt, für Ungeübte, da sich noch mit festzuhalten. Zum Glück haben wir unsere Bergschuhe mit dabei und haben eigentlich auf dem Boden einen recht sicheren Halt. So, endlich wieder im Schatten. Hallo. Hallo. Das sieht von hier aus schon krass aus, wenn ich da hochschaue und zu der Neber schaue. Schon heftig. Also hier sehen wir sind von dem Weg, dem schweren Weg runtergekommen. Trillia Longa, Nivelle Difficile. Kann man schon ein Stück weit so weit übersetzen. Und hier ist ja Medium der Weg auf der rechten Seite. Nach oben bzw. nach unten hierher. Wirklich unglaublich hier. Die Vegetation, klar, was komplett anderes als bei uns in Europa. Diese Bäume, steht alles ein bisschen dichter, wie bei uns zu Hause. Ich meine, so ähnliche Wege gibt es auch, keine Ahnung, im Schwarzwald oder im Pfälzerwald. Aber es ist doch noch etwas anderes hier. So. Irgendwie kurviger, zum Teil schmaler, immer wieder ein Baum im Weg. So, ich sehe schon wieder unseren Ausgangspunkt von der Tour und wir kommen jetzt klar von der anderen Seite zurück. Jo, Zeit für mein Fazit. Also die erste Bergtour in Brasilien, die ist dann doch anders geworden, als wir gedacht haben. So haben wir es uns nicht vorgestellt. Wir wollten ja zuerst, ich sag mal, eine relativ leichte Tour machen, um dran zu gewöhnen hier in Brasilien und ja, ein Stück weit Erfahrung zu sammeln, wie so die Eingruppierung ist von solchen Touren. Ja, es war auch am Anfang relativ einfach,
ist aber ein Stück durch den Wald, diesen schmalen Weg, wunderschön. Und dann über den breiteren Fahrweg nach oben, der zwar sehr steil war, aber jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, krass war oder so sehr anspruchsvoll war. Halt nur steil. Es war warm, weil ja alles in der Sonne war. Und dann oben natürlich wunderbare Aussicht über die Landschaft hier, über diesen Urwald, Mato Atlantica, wie der heißt. Wunderschöne Aussichten, und dann haben wir uns halt entschieden, jo, gehen wir den anderen Weg runter, gucken wir, dass wir mal den mittelschweren Weg nach unten nehmen. Jo, war dann dahingehend, haben wir aus Versehen den schweren Weg erwischt, und der war schwer. Also wir mussten lange Stücke dann am Seil rückwärts runterhangeln und so Stufen. Es war Geröllfelder, es war glatter Boden. Das hat so brutal steil ausgesehen und war eine wirklich spannende Sache. Also wir haben auch gedacht, hey, wie irre kann man sein? Und zum Glück haben wir ja unsere Bergschuhe dabei gehabt. Also dahingehend war es für uns angenehmer zu laufen. Ja, toi 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 sind wir gut wieder hier angekommen. Also es war im Großen und Ganzen eine bärenstarke erste Bergtour hier in Brasilien zu diesem Gipfel hier im Hintergrund, zum Amor, wie heißt er wieder? Morro do Cão. Morro do Cão, 1150 Meter hoch. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Lola. Ciao, macht's gut.